Ein Traum in Beige oder der absolute Albtraum eines Zuhauses. Jedenfalls für alle, die in die Fänge dieser Frau geraten. Nun ja, zunächst einmal ist es eine bezaubernde Villa im Grünen mit talentierten, neutral wunderhübsch gekleideten Kindern, die auch noch perfekt zum beigen Interieur passen. Doch auch wenn man das die Außenwelt wirklich gern glauben lassen würde, ist hier noch lange nicht alles, wie es scheint. Und hinter verschlossenen Türen spielen sich gruselige Szenarien ab. Das traurige beige Herrenhaus also. Oder viel eher Damenhaus, denn Männer scheinen hier irgendwie nicht so lange zu überleben und nur ihr Geld zu lassen. Moment mal, haben wir es etwa hier mit einer dieser berühmt-berüchtigten schwarzen Witwen zu tun? Ich dachte, das wäre die Disney Parent Challenge. Ist es auch. In diesem Video lernen wir die zweite Generation Lady Tremaine und ihren goldgräberinnenhaften Aufstieg zur Villeneigentümerin, Kunstkritikergattin und Sad Beige Mom kennen. Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Generation der Disney Parent Challenge. Hier sehen wir in Sims 4 nachgestellt die berühmte Musikszene von Lady Tremaine und ihren beiden Töchtern, auch bekannt als Cinderellas hässlichen Stiefschwestern, die in den nächsten Folgen auch ein bisschen mehr Ruhm und Anerkennung verdient haben. In dieser Generation widmen wir uns einem vollkommen anderen Elterntyp als noch in der letzten Folge. Lady Tremaine auch wieder in die Gegenwart versetzt. Und wir werden uns in den nächsten Videos mit einem Thema befassen, das, ja, ich will jetzt nicht sagen, mir besonders am Herzen liegt, denn ich tue jetzt nichts aktiv dagegen, aber das mich doch immer wieder irgendwie beschäftigt und auch einigermaßen betroffen macht. Und zwar geht es um die sogenannten Mami-Bloggerinnen, Momfluencerinnen, also Frauen, die häufig ihr Geld damit verdienen, dass sie ihren Familienalltag auf Instagram und YouTube veröffentlichen und dabei aber auch ihre Kinder ins Rampenlicht zerren. Also meistens vor die Kamera in allen möglichen und unmöglichen Lebenssituationen, Kleidungsstücken und auch verschiedenste Emotionen der Kinder zur Schau stellen. Als ich drüber nachgedacht habe, mit welchem Elterntyp könnte man Lady Tremaine am besten vergleichen, hat mich an diese Momfluencerin erinnert, weil sie genauso auch ihre ja mäßig begabten und auch nicht sonderlich hübschen Töchter auf eine Bühne stellen will, auf die sie eindeutig nicht gehören. Sie haben nicht das Zeug dazu, Prinzessin zu sein. Es wird mehrfach gezeigt, also weder, dass sie besonders musikalisch begabt sind, in welche Richtung sie da drängen möchte, noch, dass sie hübsch sind. Ich meine, die sind schon extra so gezeichnet, dass es eben wirklich die hässlichen Stieftöchter sind, ohne jetzt Bodyshaming oder Face-Shaming betreiben zu wollen. Und ich weiß nicht, ob Priscilla und Anastasia, so heißen die beiden im Original, es nicht irgendwie auch besser gehabt hätten, wenn man sie in ihrer Liga hätte spielen lassen. Während es in der letzten Generation noch sehr harmonisch zuging mit Eudora und James, die ihre gemeinsame Leidenschaft im Kochen neuer Gerichte gefunden haben, die in San Sequoia in diesem kleinen, beschaulichen Häuschen angefangen und unsere Legacy gestartet haben, spielen wir nun mit deren Tochter weiter, Diana Blomsom als Lady Tremaine, die sich nun bald ein neues Anwesen suchen wird, um mit ihren eigenen Kindern ein völlig neues Leben zu beginnen. Es ist natürlich nicht nur eine Geschichte von Bevorzugung zwischen verschiedenen Kindern, sondern eine Geschichte des Missbrauchs eines Kindes für Haushaltstätigkeiten, des Ausnutzens, des Frustablassens an einem Mädchen, die eigentlich überhaupt nichts dafür kann, was im eigenen Leben schiefgelaufen ist. Ja, aber auch des Missbrauchs der eigenen Töchter für die eigenen Zwecke, sich darzustellen, ein perfektes Leben zu inszenieren, obwohl diese dort eigentlich gar nicht so richtig hingehören. Und kleiner Spoiler Alert, Cinderella selbst wird in unserer Legacy keine Hauptrolle spielen. Alle Cinderella-Fans sollten jetzt aber nicht einfach traurig das Video abbrechen. Bleibt dran, am Ende gibt es trotzdem noch einen kleinen Trost für euch. Nun also Vorhang auf für das wunderbar glamouröse Leben der Familie Tremaine und unserer zweiten Generation der Disney Parent Challenge, Lady Tremaine. Zuerst schaffen wir uns aber mal einen Übergang von der letzten Generation unserer Tiana oder wie ich sie genannt habe, Diana, zur Lady Tremaine. Auch sie hat wieder bestimmte Lieblingsfarben, die im Film deutlich werden. Und zwar grün, was finde ich auch noch ein guter Übergang von
Diana ist, aber sie hat gewisse Schmuckstücke, die sehr auffällig sind. Natürlich rot. Wir alle kennen dieses rote, auffällige Kleid. Und gelegentlich wird dieses Kleid auch in lila dargestellt. Daher die Lieblingsfarben grün, rot und lila. Als nächstes werde ich auch noch die Augenfarbe ändern. Bei den beiden Eltern hätte Diana genauso gut auch grüne Augen bekommen können. Ich finde, solche kleinen Sachen wie die Augen kann man ruhig mal ändern, obwohl ich das sonst mit meinen Sims nicht mache. Ich bleibe meistens auch bei der Haarfarbe, die sie durch Geburt bekommen. Ja, wir wissen tatsächlich nicht, welche Haarfarbe Lady Tremaine hat. Sie wird mit grauen Haaren dargestellt. Wir könnten uns jetzt den Spaß machen und hier dieses grau melierte nehmen. Das finde ich aber für eine junge Erwachsene ein bisschen unpassend. Könnte er vielleicht ändern, wenn sie zur Erwachsenen wird. Dann brauchen wir natürlich noch ein bestenfalls bodenlanges, rotes, teuer aussehendes Kleid, gerne ein bisschen overdressed für den Alltag. Und dann natürlich noch die sehr auffälligen Schmuckstücke. Sie besitzt einen grünen Ring, eine grüne Halskette, die auch sehr auffällig ist, und noch Ohrringe. Das sieht auch schon mal ganz anders aus. Lady Tremaine ist eine Frau von Welt. Wir wissen nicht, warum sie so viel Geld hat, ob sie reich geerbt hat, wie jetzt hier in meinem Fall, oder ob sie wirklich durch einen gut bezahlten Job an viel Geld gekommen ist. Es ist auch eher unrealistisch, da Cinderella ja in einer Zeit spielt, in der Frauen üblicherweise noch nicht gearbeitet haben. Ja, also eine Frau von Welt. Wahrscheinlich hat sie ihr Geld dadurch zusammengekratzt, dass sie einfach reich geheiratet hat oder eben reich geerbt. Wir wissen es nicht, wie das zustande gekommen ist. Ja, Lady Tremaine ist eine Frau von Welt, die einiges auf sich hält, der, glaube ich, auch viel an Äußerem gelegen ist und die nicht irgendwelche Klamotten tragen wird, die selbstgemacht aussehen oder auch nur wirken könnten, so wie in der letzten Generation, sondern einfach im Zweifel immer ein bisschen overdressed ist. Und genau diesen Stil möchte ich jetzt auch erreichen. Unser Bestreben sowie die Merkmale sind ja schon vom letzten Mal vorgegeben. Wir haben also ein Vermögensbestreben, die Herrenhausbaroness. Alle, die den Film gesehen haben, wissen, die leben in einem wirklich schicken, riesengroßen Anwesen. Man weiß gar nicht, wie viele Zimmer das Ding hat. Auf jeden Fall eine Menge, um es sauber zu halten, dann später für Cinderella. Wir erleben Lady Tremaine als Perfektionistin. Sie möchte natürlich, dass ihre beiden leiblichen Töchter brillieren, ihre Instrumente wundervoll spielen und sowieso nach außen hin so perfekt wie möglich erscheinen. Aber auch sie selbst ist natürlich perfekt. Materialistisch, ich glaube, das muss ich irgendwie nicht weiter erklären. Mehr Schein als Sein. Geld ist alles, Aussehen ist alles. Die Villa, die Kleider, die perfekten kleinen Töchter. Und gemein, wenn man bedenkt, was sie der armen Cinderella antut, nur weil sie irgendwie der Meinung ist, dass sie es jetzt an ihr auslassen kann und dass sie hübscher ist als ihre eigenen Töchter und wahrscheinlich es deshalb leichter im Leben haben wird, was auch eine sehr oberflächliche Sichtweise ist, aber so ist sie eben. Daher diese 3 ausgewählten Merkmale, die schon in der letzten Generation entstanden sind. Und dann können wir eigentlich loslegen und ja, unser Leben fernab von unserer Mutter und unserer Schwester beginnen. Das Haus oder die Villa, die ich für diese Generation ausgewählt habe, liegt in Copperdale. Dazu braucht ihr natürlich das Erweiterungspack Highschool-Jahre. Und zwar hier dieses Haus namens Goldgipfel. Zu Beginn eines jeden Speicherstandes wohnt hier die Schuldirektorin. Als Alternative haben wir in Willow Creek natürlich auch einige prunkvolle Hütten, zum Beispiel hier die Schattenvilla. Auch die erinnert mich irgendwie ein bisschen an das Cinderella-Haus. Wie gesagt, das sind nur Vorschläge. Ihr könnt euch natürlich ganz eigene Häuser suchen oder auch aus der Galerie runterladen. Was aber wichtig ist, sofern ihr Waschtag besitzt, platziert wieder eine Wasch- und eine Trockenmöglichkeit. Besonders wenn Cinderella dann einzieht, ist das auch ein bisschen mehr Arbeit auch für sie. Ihr müsst sehen, ob ihr euch dieses Haus überhaupt von Anfang an leisten könnt, ob ihr cheaten wollt oder wie ihr es schafft, dort einzuziehen. Vielleicht ist auch noch eine kleine Zwischenstation notwendig. Wer möchte, kann das natürlich auch aus Storytelling-Aspekten einfließen lassen. Job. Lady Tremaine wird ihr Glück in der sozialen Medienkarriere versuchen. Das erfordert natürlich das Erweiterungspack Großstadtleben.
Ihr könnt dafür sehr viel von zu Hause arbeiten und habt die Möglichkeit, euch zwischen den Berufszweigen Online-Persönlichkeit und PR zu entscheiden. Letzteren finde ich für Lady Tremaine etwas passender, da es ihr ja ein Anliegen ist, andere zu promoten. Alternativ könnt ihr mit dem Basisspiel allein auch Stylistin werden, um eure Kinder als Versuchskaninchen für so richtig passende oder auch unpassende Kostüme und Outfits zu benutzen. Und natürlich könnt ihr, wie schon angesprochen, als Momfluencerin euren super spannenden Familienalltag im Internet ausbreiten und dadurch nicht nur neue Follower, sondern auch den einen oder anderen Bonus zur Familienkasse generieren. Wir sind nun wieder im Hause Blomsim und wir starten genau da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich bei Dianas Verwandlung zu Lady Tremaine. Hier plaudert sie jetzt noch lustig mit ihrer Mama, aber ja, wir wollen natürlich einen Job einschlagen, denn so kann es nicht weitergehen hier mit der Zwillingsschwester im froschigen Kinderzimmer. Wie ihr seht, gibt es inzwischen keinen Vater mehr. Wir wissen über Lady Tremaine tatsächlich nicht, woher sie ihr Geld hat, ob da auch mal jemand im Lotto gewonnen hat oder die Vorfahren einfach besonders reich waren, sie hart arbeitet oder sie einfach nur reiche Männer geheiratet hat. Das ist ein bisschen unklar. Wir suchen uns aber trotzdem erstmal unseren Job, und zwar in der sozialen Medienkarriere, Medienpraktikantin. Gut, jeder muss mal klein anfangen. Und meistens bekommen wir da gleich eine Aufgabe. Genau darauf habe ich gewartet. Okay, und das ist erstmal jetzt ziemlich lame. Und zwar sollen wir ein soziales Medienprofil erstellen. Ich gucke mal, ob ich das mit dem Handy machen kann. Ui, da ist wieder jemand gestorben. Hier sind ziemlich viele Kinder gerade adoptiert worden. Okay, soll mich gerade nicht stören. Okay, wir brauchen einen Computer. Wir brauchen einen Computer, um die Aufgabe zu erfüllen. Und das bringt mich natürlich wieder zu dem Punkt, sag mal, was ist denn hier los? Das bringt mich wieder zu dem Punkt, dass ich mir eine neue Bleibe suchen muss. Mich von meiner Mama und meiner Schwester verabschieden und in die große weite Welt hinausziehen muss. Gut, das werde ich gleich tun. Sarah ist übrigens seit ihrem Geburtstag zu Erwachsenen eine Spinnerin. Das hat jetzt weniger was mit der Challenge zu tun, als damit, dass ich hier allen irgendwie noch ein kleines Hintergrundleben bieten möchte. Und wir werden Sarah auch mal noch einen Job suchen, der irgendwie zu ihr passt. Vielleicht wird sie einfach mal Freegan. Ach, hier, Umweltschützerin. Wird Sarah. Ja. Gut. Genau. Und auch das kann sie tun. Und für alle, die jetzt irgendwie traurig sind, dass ich aus Diana sozusagen Lady Tremaine gemacht habe, hier, vielleicht ist das einfach unsere Diana. Ich habe da mal was vorbereitet. So, also sofern ihr auch Zwillinge hattet, tatsächlich, vielleicht hat das ja bei jemandem auch funktioniert. Macht euch eure eigene Diana und spielt einfach mit den beiden weiter. So, und wir ziehen jetzt aus. Also tschüss, Mami. Bis zum nächsten Mal, wenn ich euch besuchen komme. Wobei das wahrscheinlich als Lady Tremaine nicht unbedingt vorkommen wird. Das war's. Wir suchen uns eine Wohnung und ziehen dann aus. Und natürlich nehmen wir die Millionen mit. So, und jetzt werden wir mit Diana uns eine schöne Bude suchen. So. Mir ist natürlich bewusst, dass nicht jeder im Lotto gewonnen hat und sich da vielleicht jetzt auch nicht die tollste Wohnung leisten können wird. Mir steht jetzt hier eine Menge offen. Und deswegen mache ich mir jetzt auch den Spaß und ziehe hier einfach mal in dieses krasse Apartment neben Diego Lobo ein. Denn ihr habt es euch vielleicht schon gedacht. Wir wollen Diego Lobo aufreißen, um einen reichen Sim zu heiraten. Und der sieht irgendwie exzentrisch genug aus, dass ich mir gedacht habe, das passt einfach. Wir wissen nichts über Lady Tremaines ersten Ehemann, außer dass er Geld hat. Ich bin jetzt hier in dieser schicken Bude, die natürlich viel zu groß für mich ist. Und
ja, lege mir hier erstmal mein soziale Medienprofil an. Und dann werde ich mal schauen, da ist vielleicht schon ein bisschen zu spät, um beim Nachbarn zu klopfen. Aber interessant wäre es trotzdem. Ich kann natürlich auch gleich mal schauen, ob er draußen ist, unterwegs. Ja, das gehört für mich immer noch zu den Jobs hier gerade, weil einen reichen Ehemann zu finden, gehört auch so ein bisschen irgendwie zum Job von Lady Tremaine, wie ich finde. Vielleicht reisen wir dann doch einfach nochmal ein bisschen im Nobelviertel rum, ich weiß es nicht. Ob wir den irgendwo kennenlernen können. Wir können doch hier mal auf diese Lounge gehen. Ich finde, es ist eine angemessene Uhrzeit dafür, hier in diese Lounge zu gehen. Und schauen, ob wir ihn da vielleicht finden. Ich habe quasi die ganze Nacht in dieser Lounge verbracht und Diego Lobo ist nicht aufgetaucht und jetzt taucht er auf hier, ne? Jetzt ist er hier im Gang, während ich hier total müde bin, weil ich die ganze Nacht in der Lounge war und auch ein bisschen stinke und von meinem Job zurück bin und ja, interessant aussehe. Ich werde ihn jetzt nicht ansprechen, das ist mir zu peinlich. Ich muss mich erst mal ausschlafen. Und vielleicht klopfe ich später mal bei ihm. Ich suche mir hier mein Bett aus in dieser Riesenbude und gehe erst mal schlafen. Und ich bin aber auch befördert worden. Ich bin jetzt Umfragenclown. Level 2. Und ich muss ein bisschen an meiner Charismafähigkeit arbeiten. Auch okay. Da ist er wieder. Geht er jetzt? Nicht gehen, nicht gehen. Ah, willkommen in der Nachbarschaft. Dankeschön. Wer seid ihr denn? Ihr wohnt doch gar nicht in dem Komplex hier. Nee, die lasse ich jetzt stehen. Man kann sich auch mal ein bisschen interessant machen, indem man hier nicht sofort reagiert. So, schlaf dich aus, Duschenrunde, zieh was Ordentliches an und dann stelle ich mich einfach mal dem Nachbarn vor. Wenn ich den hier nicht zufällig treffe, dann gehe ich einfach mal direkt vorbei. Wer soll denn hier eigentlich alles wohnen? Was ist denn das für eine Riesenbude? In meinem anderen Save-File habe ich hier meine New Girl WG drin. Also die, wie heißen die, diesen Mitbewohnerhaushalt aus Oasis Springs, die habe ich ein bisschen umgestaltet und dann hier einziehen lassen. Das Apartment habe ich allerdings noch nicht schön angepasst. Gut, ist wieder sonst wie spät, wenn die fertig ist. Komm, los geht's. Baden und dann ab zu dem Typen hier. Ach, das gefällt mir ja. So stelle ich mir das vor. Mami? Was, mit wem willst du ein Baby bekommen? Ich denke nicht, dass es eine gute Idee ist. Und Diego ist da und ich bin bald fertig mit Baden und dann spreche ich ihn einfach mal an. Versuchen vorzustellen. Der ist Newcomer. Oh, das wird irgendwie schwieriger, als ich mir das vorgestellt habe. So, jetzt. Da ist sie. Ja, selbstsicher, genau, das will ich sehen. Komm, du schaffst es. Du schaffst es. Stell dich vor und mach den klar. So wird es nichts. So wird es nichts. Oh mein Gott, wahrscheinlich müssen wir selbst auch noch ein bisschen berühmter werden. Ach komm. Vielleicht macht er ja einfach mal abends laut und ich kann mich beschweren. Und dann kennen wir uns auch. Vielleicht ist das eine Lösung. Einfach mal eine kleine, unkonventionelle Liebesgeschichte. Gut, also ich würde sagen, da liegt noch ein hartes Stück Arbeit vor uns, bis wir endlich Diego für uns gewonnen haben und zusammenziehen können. Was aber für den weiteren Verlauf der Geschichte wichtig wäre. Nun gut. Okay, ich hoffe, dass ich euch im nächsten Let's Play-Abschnitt dann ja wieder aus der Copperdale Villa begrüßen kann, in die ich dann mit ihm eingezogen bin. Mal schauen, ob das klappt. Oh, der hat sogar den gleichen Ring wie ich, nur in lila. Ach, wenn das kein Zeichen ist. Kinder. Auch als Lady Tremaine seid ihr natürlich nicht von Anfang an verbittert, sondern ihr könnt auch ein bisschen romantisches Familienleben, erstes Kind, erstes Baby, Schwangerschaft durchleben mit eurem liebsten Diego Lobo oder wie noch immer ihr euch denn ausgewählt habt. Ich will das ja gar nicht schlecht reden.
Lady Tremaine ist also Mutter zweier Töchter. Hier lohnt es sich wieder, möglichst viele Erdbeeren zu essen, damit ihr zweimal ganz grell pink "It's a Girl" posten könnt. Eure beiden liebreizenden Töchter sollten dann natürlich auch passende Namen bekommen. Ich habe mich hier für die Kategorie der reich klingenden Schnöselnamen entschieden. Natürlich könnt ihr eure Kinder als echte Influencerin auch einfach nach Urlaubsinseln, Cocktails oder Instagram-Filtern benennen. Leider ist mir das irgendwie zu spät eingefallen. Wenn die beiden dann da sind, ich habe mich jetzt hier für einen etwas engeren Altersabstand entschieden, #2under2, könnt ihr für euch festlegen, ob sie eine engere Beziehung haben oder in einem etwas angespannteren Konkurrenzverhältnis aufwachsen. Ich finde, das ist bei Trisella und Anastasia nicht immer so ganz klar erkennbar. Da es hier ja aber auch viel um Backstories geht, wissen wir einfach nicht, wie das Verhältnis der beiden war, bevor Cinderella bei ihnen einzog. Das dritte Kind von Lady Tremaine, wenn man das so bezeichnen kann, denn natürlich ist sie die durch Tod des zweiten Ehemanns hinzugekommene Stieftochter, ist natürlich Cinderella. Und nun kommt der Punkt, der vielleicht einige ein bisschen verärgern wird. Eure Erbin wird nicht Cinderella sein, sondern eine der beiden Töchter, Drisella oder Anastasia, und das könnt ihr dann selbst wählen. Die von euch ausgewählte Erbin erhält das erste Merkmal böse. Natürlich könnt ihr auch erstmal beide böse werden lassen als Kind. Fände ich jetzt auch nicht völlig abwegig, und euch später entscheiden, wer die Erbin wird. Das Kinderbestreben kann wieder völlig frei gewählt werden. Die böse Ader könnt ihr natürlich auch so richtig schön an eure Schwester auslassen. Oder ihr fangt einfach mal unkontrolliert an, böse zu lachen, wenn euch das ganze Klavierspielen auf die Nerven geht. Und da sind wir wieder. Ich habe mir erlaubt, diese ganze Romantik mit Schwangerschaft und erstes Kind, Baby, bla bla bei Lady Tremaine mal zu überspringen und gleich hier einzusteigen. Wir haben mittlerweile schon ein Kleinkind, die kleine Lucretia, das ist ihr wundervolles Zimmer einer echten Mami-Bloggerin, wunderschön in beige gehalten. Und hier ist sie und sie ist drauf und dran, ihre neue kleine Schwester kennenzulernen. Und ich dachte mir, ich schalte genau hier rein beim Thema Kinder, denn ja, sie werden ständig immer nur als die hässlichen Stiefschwestern bezeichnet, aber die beiden sind hier tatsächlich endlich auch mal wichtig. Hier wohnt noch keine Cinderella, wir sind immer noch in der Backstory und ja, die beiden sind jetzt nicht einfach mal hässliche Stiefschwestern, sondern sie sind eben die Schwestern. Jetzt ganz neu auch, denn Lucretia war ja bis vor kurzem Einzelkind. Und ich finde, die Beziehung zwischen den beiden ist auch irgendwie wichtig, weil die ja doch in einem ständigen Konkurrenzverhalten zueinander stehen. Die Mutter will die zwar beide hypen, aber am Ende kann auch nur eine den Prinzen heiraten, nämlich die, die sich besser anstellt, hübscher ist, was auch immer. Genauso wie auch nur eine unsere Erbin werden kann, aber das werden wir uns danach nochmal genauer anschauen. So. Und ich bin gerade tatsächlich aus dem Krankenhaus zurückgekommen und Lucretia hat hier schon diese erste Interaktion, die ich euch zeigen wollte, nämlich neues Geschwisterkind treffen. Und deswegen laber ich hier so lange und habe das Spiel angehalten. Es gibt ja 3 verschiedene Reaktionen, soweit ich weiß. Glücklich, wütend und traurig. Ich könnte mir vorstellen, dass sie wütend ist. Wobei sie durch Zufall das Merkmal engelsgleich erhalten hat. Also vielleicht ist sie auch glücklich darüber, eine neue Schwester zu haben. So, schauen wir mal, was passiert. Glücklich, ja, glücklich. Neues Geschwisterkind. Lucretia kann es gar nicht erwarten, mit einem neuen Geschwisterkind zu spielen. Und da schreit's schon. Und dann werden wir doch gleich mal. Ja, genau, die neue Schwester heißt Eleonora. Habe ich vergessen zu erwähnen. So, was könnte jetzt das Problem sein? Füttern, vielleicht. Ach ja, so ist es. Du bist jetzt große Schwester. Und sie hat noch ihr Krankenhausdress an. Genau, wende dich an Papi. Kannst du eigentlich schon aufs Töpfchen gehen? Mittlerweile? Ja, super. Müssen wir aber gerade nicht. Vom Joyson-Haushalt, auf das unser Freund vom letzten Teil ist, Kajan Joyson, der jetzt auch noch ein Pferd hat, das Pegasus heißt. Und, ähm,
Das waren jetzt aber ganz schön viele Pferde. 1, 2, 3, die sehen alle gleich aus. 4, 5. Hä? Ach nee, das ist ein anderer Haushalt und der Junge wurde auch irgendwie zweimal hintereinander adoptiert und das Pferd auch. Okay, also möglicherweise hat Kajan Joyson gerade 4 Pferde adoptiert. Das ist witzig in seinem kleinen Apartment. Aber gut, wenn er meint, er ist halt ein guter Mensch. So, jetzt will ich hier aber auch mal noch schnell das Outfit wechseln. Wo ging das nochmal? Hier. Wir machen es blassrosa. Genau. Im Original ist es so, dass die ältere Tochter Drizella ist, also die mit diesem grünen oder manchmal auch türkisen Kleid. Und die jüngere Tochter Anastasia mit dem rosa Outfit, diesem pinkfarbenen Kleid, obwohl sie rote Haare hat. Ja, kennen wir von Ariel schon, diese seltsame Disney-Entscheidung. Rot und Pink so kombinieren, aber ja, wieso nicht? Farben sind für alle da. Von mir aus, von mir aus. Wie wär's denn, wenn du dir mal wieder irgendwie was Angemessenes anziehst? Du musst doch hier nicht in diesem Krankenhausdress rumlaufen. Na gut. Aktuell lässt sich das mit dem Baby, glaube ich, noch nicht so gut vermarkten als Momfluencerin. Die Medienstation hat gerade erstmal Pause. Aber ich denke, sobald Eleonora dann zum Säugling geworden ist, können wir ein paar schöne Shoots mit den beiden machen. Und gewinnbringend posten und können mal schauen, wer mehr Fans hat. Und vielleicht hat das auch ein bisschen Einfluss darauf, wer die neue Erbin wird. Und genau wie der Medienschnittstation gönnen wir den beiden Schwestern jetzt auch eine kleine Pause oder überhaupt der ganzen Familie, lehnen uns ein bisschen zurück und warten einfach drauf, dass die beiden älter sind und schauen dann mal, wer von den beiden das Zeug dazu hat, unsere neue Erbin zu werden. Beziehungsweise vielleicht auch, wer hübsch, talentiert, interessant genug ist, ein Leben fernab unserer Challenge zu spielen und dann eben nicht die Erbin wird. Denn, Spoiler Alert, in der nächsten Generation geht es dann wieder etwas düsterer zu. Also dann, folgt mir in der Zeit gerne auf Instagram, um das nächste Video nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!